Frustriert mit Deutsch? So bleibst du motiviert. Kennst du dieses Gefühl? Du sitzt vor deinem Deutschbuch, hörst einen Podcast oder versuchst, einen Satz zu bilden und plötzlich blockiert alles. Du denkst, warum kapiere ich das nicht? Wieso mache ich immer noch dieselben Fehler? Vielleicht bin ich einfach nicht gut genug. Diese Frustration ist so stark, dass viele genau hier aufgeben. Sie denken, dass diese Momente ein Zeichen dafür sind, dass sie kein Talent haben. Aber die Wahrheit ist, Frustration bedeutet nicht, dass du scheiterst. Sie bedeutet, dass du wächst. Stell dir einen Sportler vor. Jedes Training, in dem die Muskeln brennen, ist ein Hinweis darauf, dass sie stärker werden. Beim Sprachenlernen ist es genauso. Immer wenn du frustriert bist, arbeitest du an der Grenze deiner Komfortzone. Und genau dort geschieht Entwicklung. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deine Frustration nicht als Feind siehst, sondern als Motor. Wie du jeden Moment der Enttäuschung nutzen kannst, um deine Motivation neu zu entfachen und stärker weiterzumachen als je zuvor. Das Erste, was du verstehen musst, du bist nicht allein. Jeder, der eine neue Sprache lernt, egal ob Englisch, Spanisch oder eben Deutsch, erlebt diese Momente der Frustration. Denk daran, selbst Muttersprachler machen Fehler in ihrer eigenen Sprache. Auch erfahrene Dolmetscher stolpern manchmal über Worte. Kinder brauchen Jahre, bis sie ihre Muttersprache richtig beherrschen, und sie lernen, indem sie unzählige Fehler machen. Warum also erwarten wir Erwachsenen, dass wir Deutsch in wenigen Monaten fehlerfrei sprechen können? Diese Erwartung ist unrealistisch und führt direkt in die Frustration. Doch hier liegt eine Chance. Wenn du erkennst, dass Frustration normal ist, verliert sie ihre Macht. Du beginnst zu verstehen, okay, das gehört zum Prozess. Ich bin nicht schlechter als andere, ich bin einfach mittendrin im Lernen. Diese Erkenntnis verwandelt Frust in Gelassenheit. Und Gelassenheit ist die Basis für neue Motivation. Frustration entsteht selten nur durch die Sprache selbst. Die eigentliche Ursache liegt oft tiefer, in unseren Erwartungen und Gedanken. Erstens, zu hohe Erwartungen. Viele Lernende glauben, in 3 Monaten muss ich fließend sprechen können. Wenn das nicht klappt, fühlen sie sich gescheitert. Aber in Wahrheit braucht es Zeit, Geduld und ständige Wiederholung. Zweitens, der Vergleich mit anderen. Vielleicht siehst du jemanden, der scheinbar mühelos Deutsch spricht, während du nach den richtigen Wörtern suchst. Sofort denkst du, ich bin schlechter, ich hänge hinterher. Doch jeder Mensch hat eine andere Ausgangslage, Vorwissen, Lernzeit, Motivation. Dein Weg ist einzigartig. Drittens, der innere Perfektionismus. Viele wollen gleich perfekte Sätze bilden, ohne Fehler, ohne Pausen. Doch Perfektion am Anfang ist unmöglich. Wer das erwartet, macht sich nur selbst Druck. Wenn du diese Wurzeln erkennst, beginnst zu verstehen, die Frustration ist nicht dein Feind, sondern ein Spiegel deiner Erwartungen. Und Erwartungen lassen sich ändern. Fehler sind oft der größte Auslöser für Frustration. Du sagst etwas auf Deutsch, wirst korrigiert und sofort fühlst du dich klein, unsicher, vielleicht sogar peinlich berührt. Aber hier liegt ein Missverständnis. Fehler sind kein Zeichen von Schwäche. Sie sind Beweise, dass du aktiv lernst. Stell dir ein Kind vor, das laufen lernt. Es fällt 100-mal hin, aber jedes Hinfallen ist ein Schritt näher zum Ziel. Kein Erwachsener würde sagen, dieses Kind ist gescheitert. Im Gegenteil, jeder Sturz ist Fortschritt. Beim Deutschlernen ist es genau gleich. Jeder falsche Artikel zeigt dir, wo du noch üben kannst. Jede verdrehte Satzstruktur macht dich beim nächsten Mal aufmerksamer. Jeder Versprecher beweist, dass du den Mut hattest, zu sprechen. Wenn du anfängst, Fehler nicht zu fürchten, sondern zu feiern,
verwandelt sich Frustration in Energie. Du beginnst zu denken, gut, ich habe etwas gelernt, weiter geht's. Oft entsteht Frustration, weil wir uns falsche oder zu große Ziele setzen. Wir sagen uns, in einem Jahr will ich perfekt Deutsch sprechen. Und wenn wir merken, dass wir dieses Ziel nicht erreichen, fühlen wir uns gescheitert. Die Lösung? Ziele neu formulieren. Anstatt ich muss fehlerfrei sprechen, sag lieber, ich will heute einen Satz mehr sagen als gestern. Anstatt in 3 Monaten will ich alles verstehen, sag lieber, ich möchte jeden Tag 5 neue Wörter aktiv benutzen. Kleine, erreichbare Ziele verwandeln Druck in Motivation. Denn jedes Mal, wenn du sie erreichst, erlebst du einen kleinen Erfolg. Und diese kleinen Erfolge summieren sich zu echter Stärke. So wird dein Weg nicht mehr von ständiger Enttäuschung begleitet, sondern von regelmäßigen Erfolgserlebnissen. Und genau diese Erlebnisse sind das stärkste Gegenmittel gegen Frustration. Ein Geheimnis, das viele unterschätzen: Motivation wächst aus kleinen Siegen. Doch das Problem ist, die meisten Lernenden übersehen diese Siege, weil sie nur auf das große Ziel starren. Darum lerne deine kleinen Fortschritte bewusst zu feiern. Hast du heute zum ersten Mal im Supermarkt „Kann ich mit Karte zahlen?" gesagt? Das ist ein Sieg. Hast du einen Podcast gehört und ein einziges neues Wort verstanden? Das ist ein Sieg. Hast du einen Fehler gemacht und ihn diesmal sofort erkannt? Das ist ein Sieg. Jeder dieser Momente ist wie ein Tropfen, der dein Gefäß der Motivation füllt. Und wenn du abends zurückblickst und dir sagst, heute habe ich etwas geschafft, trainierst du dein Gehirn, Lernen mit positiven Gefühlen zu verbinden. Mach es zu einer Gewohnheit, schreib 3 kleine Erfolge pro Woche auf. Bald wirst du feststellen, du bist viel weiter gekommen, als du dachtest. Einer der größten Auslöser für Frustration ist der Vergleich mit anderen. Du siehst jemanden, der scheinbar mühelos Deutsch spricht und denkst, warum kann ich das nicht? Ich werde es nie schaffen. Aber hier liegt die Falle. Vergleiche rauben dir Energie. Inspiration schenkt dir Energie. Der Unterschied liegt nur in der Perspektive. Anstatt zu denken, er ist besser als ich, frage dich, was kann ich von ihm lernen? Welche seiner Strategien könnte ich übernehmen? Wenn er es geschafft hat, warum sollte ich es nicht auch können? Jeder, der heute fließend Deutsch spricht, stand einmal genau da, wo du stehst. Unsicher, voller Fehler, manchmal frustriert. Der einzige Unterschied: sie haben weitergemacht. Mach also aus Neid Bewunderung, aus Frust Inspiration. Sieh andere nicht als Konkurrenz, sondern als Beweis, dass der Weg funktioniert. Denn wenn jemand anderes es geschafft hat, ist das der beste Beweis, dass auch du es schaffen kannst. Frustration ist wie rohe Energie. Wenn du sie einfach laufen lässt, wird sie zur Blockade. Du gibst auf, fühlst dich schlecht, verlierst die Freude. Aber wenn du lernst, sie zu kanalisieren, verwandelt sie sich in Antrieb. Stell dir vor, du ärgerst dich, weil du wieder denselben Fehler gemacht hast. Normalerweise würdest du denken, ich bin einfach schlecht. Doch was wäre, wenn du stattdessen sagst, okay, genau diesen Fehler werde ich jetzt bewusst trainieren, bis er sitzt. So machst du aus Frustration eine klare Richtung. Aus Ärger wird Fokus. Aus Enttäuschung wird Übung. Aus Frust wird Treibstoff. Viele große Erfolge im Sport, in der Musik, in der Wissenschaft entstanden nicht trotz Frustration, sondern wegen Frustration. Denn sie zeigt dir, wo deine nächste Grenze liegt. Die Frage ist also nicht, wie vermeide ich Frustration, sondern wie nutze ich sie, um besser zu werden. Deine Einstellung entscheidet, ob Frustration dich lähmt oder antreibt. Eine positive Mentalität bedeutet nicht,
dass du immer glücklich bist oder nie zweifelst. Es bedeutet, dass du bewusst wählst, wie du mit Schwierigkeiten umgehst. Statt zu denken, ich bin schlecht in Deutsch, sag dir, ich bin ein Lernender und jeder Tag bringt Fortschritt. Statt zu fragen, warum mache ich so viele Fehler, frage, was habe ich heute Neues entdeckt? Statt zu sagen, das ist zu schwer, sag, es ist eine Herausforderung und Herausforderungen machen mich stärker. Diese kleine Verschiebung in deiner Denkweise verändert alles. Denn dein Gehirn reagiert auf die Worte, die du dir selbst sagst. Sprichst du negativ, verstärkst du die Frustration. Sprichst du positiv, öffnest du die Tür für Motivation. So wird Deutschlernen nicht zu einer Last, sondern zu einem Abenteuer, bei dem jeder Schritt, auch der schwierige, ein Teil deiner Reise ist. Jetzt bist du am Ende dieser Reise angekommen. Und vielleicht siehst du Frustration mit neuen Augen. Denn sie war nie dein Gegner. Sie war immer nur ein Signal. Hier wächst du. Hier überschreitest du deine Grenzen. Erinnere dich, jeder Fehler ist ein Beweis, dass du mutig genug bist, zu sprechen. Jede Enttäuschung zeigt dir, dass dir Deutsch wichtig ist. Jeder Moment der Frustration ist eine Einladung, stärker zu werden. Mach dir klar, Motivation fällt nicht vom Himmel. Sie entsteht genau in den Momenten, in denen du eigentlich aufgeben willst und dich trotzdem entscheidest, weiterzugehen. Stell dir vor, wie dein zukünftiges Ich auf dich zurückblickt und sagt, damals habe ich nicht aufgegeben. Damals habe ich die Frustration genutzt. Und genau deshalb kann ich heute frei Deutsch sprechen. Also, lass dich nicht entmutigen. Nutze die Frustration als Treibstoff. Denn der Weg zum Deutschsprechen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und jeder Schritt, auch der schwere, bringt dich näher ans Ziel. Die Wahrheit ist, Frustration ist dein verborgenes Geschenk. Nimm es an und du wirst entdecken, dass in dir mehr Kraft steckt, als du je gedacht hast.